Ich brauche einen Charakter, mit dem ich auch später an Dungeons teilnehmen kann. Ein Knight ist eine gute Entscheidung. Du kannst mit jedem Char machen, ja. Du kannst mit jedem Char Dungeons machen. Also, momentan behaupten, oder was heißt behaupten, aber momentan haben Leute berichtet davon, dass zum Beispiel Ranger nicht gerne mitgenommen werden in Dungeons. Das haben jetzt wirklich schon mehrere Leute gesagt, auch auf mehreren Servern. Dass Ranger so ein bisschen ausgegrenzt werden wohl. Also die Leute zumindest keinen Bock wirklich haben, Ranger mitzunehmen. Also ich vermute mal aufgrund des Damages. Also, ich meine, gut, was sollte sonst der Grund sein? Aber ich denke, das ist auf dem FEC dann wieder anders. Weil der FEC, der funktioniert ja auch ganz anders. Das kann man überhaupt nicht vergleichen mit Borodeng. Also auf Borodeng sind das ja oft so eingeschworene Gruppen, Gesellschaften oder Gilden, die dich eigentlich sowieso nicht wirklich dabei haben wollen, wo du vielleicht nur reinkommst, weil jemand anders ausgefallen ist, wo du immer nur die zweite Geige spielst oder die zweite Wahl bist oder so. Man sieht ja auch sehr selten nur Leute nach Anku-Runs schauten. Also zumindest in letzter Zeit habe ich eigentlich kaum noch Shouts gesehen. Ich meine, heute ist Sonntagabend und ich sehe hier keinen einzigen Anku-Shout. Weder Suche noch... Also weder jemand, der sucht, noch jemand, der... Weder eine Gruppe noch eine einzelne Person. So. Suchen tun beide, ne? Das Suchen war das falsche Wort. Aber, ja. Also Borodeng oder auch Totemia, das kannst du nicht wirklich vergleichen, weil... Und vor allem Borodeng und Totemia sind doch immer relativ sehr ähnlich. Und der FEC, da spielen ja erstens mal 5-mal so viele Leute. Und dann halt auch noch aus allen Ländern. Also die Leute sind auch einfach ganz anders. Da sind die Anforderungen für eine Dungeon-Gruppe eigentlich auch so, dass man einfach einen gewissen Damage festsetzt oder so. Oder man hat einfach eine gewisse Anforderung. Also früher bei Wilds zum Beispiel hast du halt gerne nach einem AOE gesucht, der halt einfach eine Herneswaffe hat zum Beispiel. Also war dir scheißegal, ob es jetzt ein L oder ein Psy ist zum Beispiel, so einfach eine Herneswaffe halt haben. Oder deine Bedingung war, hab eine Herneswaffe. Weil, mein gut, Anku ist schwieriger, da wird es ein bisschen anders sein, das schon. Aber ich denke jetzt nicht, dass da von Haus aus jeder zum Beispiel Crack-Shooter ausgrenzen wird oder jeder keinen Bock auf Bill-Poster hat oder so. Aus welchen Gründen auch immer. Und es gibt dann so viele Farmgruppen und auch so viele Leute, die einfach nur 2 Leute sind, die halt immer wieder auf Randoms zurückgreifen müssen. Also Leute, die einfach keine feste Farmgruppe haben. Anders als auf Borodeng, wo wahrscheinlich, weiß nicht, farmt irgendjemand täglich Anku und hat keine feste Gruppe auf Borodeng? Wahrscheinlich nicht. Also jemand, der wirklich jeden Tag farmen will, ist ja wahrscheinlich fast schon darauf angewiesen, dass er eine feste Gruppe hat, weil er sonst sowieso keine Runs findet. Also klar, findest schon Runs wahrscheinlich, aber tust dir halt verhältnismäßig schwierig dabei. Und auf dem FEC ist es natürlich auch leichter, wenn du eine feste Gruppe hast, wo du immer jeden Tag genau mit den gleichen Leuten spielst. Aber es ist halt viel leichter, auf dem FEC auch Random-Gruppen zu finden. Also auf dem FEC kannst du das schon machen, dass du sagst, kein Bock auf eine feste Gruppe oder ist mir egal. Und dann jeden Tag eine Random-Gruppe suchst und du findest die dann eigentlich auch immer sofort. Sofern halt dein Equipment den allgemeinen Anforderungen entspricht. Ich meine, natürlich, wenn du da mit einem 0815-Char rumläufst, und ich meine, die Leute gucken sich das ja dann vorher an. Also vor allem bei Anku wird sich das dann schon angeguckt, was hast du wirklich? Und ich meine, das fällt dann schon auf, ne? Aber, wie gesagt, also das wird da schon ganz anders sein. Also solltest du einfach spielen, worauf du Lust hast. Und ich bezweifle, dass irgendeine Klasse, wie gesagt, von Haus aus von allen Dungeon Runs sozusagen verbannt wird oder ausgeschlossen wird und du es dann nicht schaffst, irgendwie Dungeons zu farmen. Also das wird nicht passieren. Wie gesagt, je kleiner der Server oder je weniger Leute farmen, desto eher tust du dir schon schwierig oder findest halt dann wirklich auch mal einen ganzen Abend gar keine Gruppe. Das kann durchaus dann passieren, aber auf dem FEC, wie gesagt, passiert das nicht. Eher unwahrscheinlich. Das sollte da schon viel besser sein. Ob das halt mit den Random-Gruppen so gut funktioniert bei Anku, wie bei Wilds auf dem FEC, das ist halt die Frage. Ich meine, das kann ich auch nicht, also das kann niemand wissen, weil es gab ja noch keinen FEC-Server mit Anku. Es gab jetzt zweimal einen Server mit Wilds. Da hat es halt eigentlich schon ziemlich gut funktioniert, aber der Dungeon war ja auch verhältnismäßig einfach. Oder deutlich einfacher. Ja, aber das wird sich zeigen. Wobei man ja dazu sagen muss, das vergisst man ja auch recht schnell. Also bezüglich jetzt der Schwierigkeit. Also erstmal ist Anku natürlich viel schwieriger auf dem FEC, weil du musst ja erstmal Leute finden, die entsprechendes Equipment haben wie auf Borodeng, weil auf Borodeng kam Anku raus und Leute hatten Instant Ultimate +5, Ultimate +7,
das krasseste Equipment, perfekte Pets und so weiter. Und ich meine, das haben Leute auf dem FEC-Server auch relativ schnell, aber natürlich nur ganz, ganz wenige. Die meisten Leute haben das natürlich nicht so schnell, so krasses Equipment. Also erstmal wird es schwieriger sein, aber gut, bis mal wirklich die meisten Leute überhaupt in dem Levelbereich angekommen sind, wo man den Dungeon farmt und so. Bis dahin haben die Leute dann auch in der Regel das Equipment. Aber wenn die Leute dann mal das Equipment haben, dann ist es eigentlich viel leichter, weil du hast ja zum Beispiel die Red Flask mit 15% PvE-Schaden. Und jetzt musst du dir überlegen, wenn alle 8 in der Gruppe, und ich meine, die Leute, die Anko farmen werden, die werden wahrscheinlich schon die meisten Leute, die Red Flask haben. Und wenn die alle schon mal plus 15% PvE-Damage haben, das ist ja schon mal so viel krasser. Also wenn dein Gruppenschaden bei, ich meine, ein DPS bei Anko, wirst du wahrscheinlich schon, dass der bei mehreren Millionen liegt. Alles andere wäre nicht ausreichend, da wirst du den Dungeon wahrscheinlich nicht schaffen. Also sagen wir mal, ein richtig gutes Team hat bei Anko vermutlich, sagen wir mal, 5 Millionen DPS. Und dann hast du einfach 15% mehr auf dem FEC. Bei gleichem Damage. Einfach wegen der Red Flask. Ich meine, das ist schon ziemlich heftig. Und beim AOE-Damage das gleiche. Also ist einfach alles plus 15% Schaden. Also der Dungeon an sich ist ja viel leichter eigentlich. Auch mehr Verteidigung und so. Also alle deine Stats sind höher. Dann gibt es noch die FEC-Titel. Hast du noch diese Titel, die du freischaltest. Für Level Reach und so. Wo du auch nochmal 1000 HP, bisschen Angriffskraft, bisschen Crit-Rate, alle Stats bekommst und so. Also generell ist der Dungeon langfristig dann ja sowieso leichter. Was dann erst recht dafür sorgt, dass du dann noch weniger Einschränkungen hast bei der Suche nach Spielern und dann auch Leute mitnimmst, die vielleicht nicht unbedingt das A-Team bilden, aber Hauptsache du findest überhaupt jemanden und kannst einen Dungeon Run machen, als dass du sagst, nee, ich bestehe darauf, dass kein Crack-Shooter mitkommt und dann findet aber überhaupt kein Run statt, weil du zu pingelig bist oder so. Aber der Hauptunterschied wird einfach sein, dass er jetzt auf Borodeng, ich meine, ich könnte mal kurz nachschauen, es ist 23 Uhr am Sonntagabend. Der Hauptunterschied dürfte halt sein, dass einfach viel mehr Gruppen, viel mehr Leute unterwegs sind und die Wahrscheinlichkeit dadurch, dass du auch eine Gruppe, dass du eine Gruppe findest, dadurch halt auch unfassbar viel höher ist. Oh, okay. Oh, no, das ist Story. 61. Ich double-check mal kurz, aber das ist Channel 3, also das ist ziemlich sicher. Ja, also 61 Runs, 23 Uhr. Das heißt, es finden jetzt wahrscheinlich höchstens noch 5 Runs statt oder so. Naja. Ist pro Channel, ist nicht pro Channel, ist pro Server. 61 Runs einen gesamten Tag und das an einem Wochenendtag. Also gut, gestern waren es vielleicht ein paar mehr, aber ich habe es schon oft nachgeschaut und es war noch nie mehr als 80, glaube ich, auf Borodeng. Aber das ist schon ziemlich wenig, weil du musst bedenken, wenn es jetzt 5, 6 feste Gruppen gibt, die eigentlich keine Randos reinlassen, sondern immer die gleichen Leute sind. Höchstens vielleicht ein paar Leute rotieren, aber auch die sind immer die gleichen. Wie viele Runs hast du dann, wo du wirklich reinkommen, oder wo es leichter ist reinzukommen? Die sind schon ziemlich begrenzt, beziehungsweise kommt es ja dann auch immer auf die Uhrzeit an, wann spielst du, wann finden diese Runs tatsächlich statt. Also auch das ist ja noch so ein Fakt, nicht unbedingt, dass die Leute dich nicht mitnehmen würden oder nicht dabei haben wollen würden, auch die Uhrzeit spielt eine Rolle. Und bei 61 Runs, die jetzt über den ganzen Tag verteilt stattfinden, gut, die meisten werden nachmittags oder abends gewesen sein, aber das verringert die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Dungeon-Gruppe findest, schon mal so um so viele Faktoren. Und das heißt, die meisten Leute hätten jetzt auf Borodeng wahrscheinlich die Chance, höchstens bei 20 Runs teilzunehmen oder so. Realistisch, wenn du jetzt nicht den ganzen Tag spielst. Und gewisse Gruppen vielleicht gar keine Leute gesucht haben. Und dann hast du auf dem FEC halt ungefähr 5-mal so viele Runs. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit halt schon viel höher. Dass einer abspringt, dass jemand als Ersatz gesucht wird, dass Leute sowieso keine feste Gruppe haben und so weiter. Die Chancen gehen dann ins Unermessliche. Und ehrlich gesagt, 5-mal so viele Runs ist, glaube ich, sogar noch untertrieben, weil die Leute auf dem FEC ja viel mehr farmen aufgrund der höheren Droprate und so. Das heißt, es finden wahrscheinlich, für den Großteil des Servers finden wahrscheinlich 10 bis 15 Mal so viele Runs statt. Unübertrieben. Also man sieht es leider nicht, man sieht nur 100 Runs. Aber ich könnte mir schon vorstellen, auf den FEC-Servern, dass da pro Tag bis zu 1000 Runs locker stattgefunden haben. Und auf Borodeng halt, wie gesagt, jetzt in dem Fall zum Beispiel nur 60. Das ist halt schon ein heftiger Unterschied.